Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, geht es heute ums Schweißen, und zwar möchte ich mich heute wieder mal einigen Zuschauerfragen widmen, die ich unter meinen alten Schweißvideos bekommen habe. Hier haben mich viele Zuschauer gefragt: Marc, ich habe ein Top-Schweißgerät, aber meine Schweißnähte sehen einfach aus wie Sau. Das kann natürlich mehrere Ursachen haben. Eine dieser Ursachen möchte ich mir heute mal mit euch näher anschauen, und wir starten einfach gleich mal mit dem Schlimmsten, was euch passieren kann. So, und wie ihr seht, das Schweißgerät ist richtig eingestellt, und wenn ich hier meine Naht schweiße, qualmt und spritzt es wie bei einer Wunderkerze. Und hier hätten wir dann auch das Endergebnis eigentlich zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Ihr seht hier ganz viel Schlacke und auch ganz viele Einschlüsse und Poren. Woran könnte das liegen? Ganz einfach das falsche Schweißgas. An dieser Stelle ein kleiner Tipp: Bevor ihr jetzt irgendwelche Schweißgase einfach so durchprobiert, empfehle ich euch den Schweißgasvergleich von Air Liquid. Hier können wir gezielt nach unserem Schweißgas suchen. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Ich habe hier ganz normalen Baustahl, also geben wir das ein, dann wählen wir das Verfahren. Wir haben das MAG Schweißen. Die Dicke des Materials: Ich werde doch recht dickes Material jetzt für mein Experiment schweißen, sagen wir mal ab 5 mm aufwärts. Nehmen wir einfach mal 6 mm. Und dann brauchen wir noch den Zusatzwerkstoff, hier bei mir in dem Fall ein Massivdraht, 1 mm Stärke. Dann bekommen wir hier auch ganz schnell Ergebnisse. Zum einen hätten wir hier das Arcal Speed. Das wäre für mich, wenn ihr das hier so durchlest, doch recht gut geeignet. Als nächstes hätten wir das Arcal 14. Das wäre jetzt hier für meinen Test nicht so ganz geeignet, weil es vor allen Dingen für dünne Bleche geeignet ist. Das wollen wir jetzt hier weniger testen. Dann hätten wir hier noch das Terral 24/7. Das wäre auch für mich sehr gut geeignet. Und zum Schluss natürlich noch das Arcal Force. Das wäre auch für unseren Test sehr gut geeignet. Diese drei Gase werde ich jetzt hier einfach mal ordern, und wir vergleichen sie miteinander, so dass wir sehen, wo die Unterschiede liegen. Und hier sind nun auch unsere drei Schweißgase eingetroffen, und auch hier nochmal ein kleiner Tipp. Wir haben nämlich hier das Excel-Top-System. Das bedeutet, beim Flaschenwechsel haben wir hier kein Gefummel mit irgendwelchen Maulschlüsseln. Wir wechseln hier einfach mal die Flasche. Wir haben hier die vorhergehende Flasche. Diese wird einfach hier ganz schnell geschlossen. Wir entfernen den Schnellverbinder, nehmen die Flasche herunter, stellen die neue Flasche drauf, sichern diese ordnungsgemäß, bringen den Schnellverbinder wieder an und stellen hier an der Seite den Durchfluss in Litern in Minute ein. So, und wie ihr gesehen habt, der Flaschenwechsel ging rasend schnell. Genau das Richtige, was ich hier für mein Experiment brauche. Da kann ich mich die Flaschen jetzt sehr schnell wechseln. Beginnen wir einfach mal mit dem ersten Schweißgas. Wichtig zu erwähnen: alle Parameter bleiben gleich. Also die Parameter, die ich vorhin bei meinem Teststück am Schweißgerät eingestellt habe, lasse ich jetzt hier unverändert. Der Druck, oder mehr zu sagen der Durchfluss in Liter je Minute, wird hier an jeder Gasflasche ungefähr auf 12 bis 13 Liter die Minute eingestellt bleiben, und somit haben wir dann sehr gute Vergleichswerte. Kommen wir also zum ersten Gas. Das wäre hier das Arcal Force. Das ist ein richtiger Kraftprotz. Das ist quasi ein Gas für den schweren Metallbau. Das heißt, wenn ihr schwere Stahlträger schweißen müsst, oder wie gesagt, wie wir es hier auch haben, sehr schwere Metallteile aneinander schweißen müsst, ist das genau das richtige Gas und sorgt auch für den richtigen Einbrand bei diesen Werkstücken. Ein kleiner Nachteil: hier haben wir eine etwas höhere Schweißrauchbildung, aber da schauen wir uns jetzt einfach mal das Schweißergebnis an. So, wie ihr seht, die Schweißnaht ist recht gut geworden. Ein bisschen mehr Ampere hätten es vielleicht sein können, aber alles in allem ist das Ergebnis sehr gut. Wir legen die Schweißnaht jetzt einfach mal hier drüben hin und vergleichen sie dann zum Schluss mit den anderen. Kommen wir dann zum nächsten Gas. Das wäre das Arcal Speed. Das ist der richtige Kandidat, wenn ihr richtig Speed machen wollt. Das heißt, etwas dünneres Material, vielleicht dünne Bleche habt und hier wenig Verzug haben wollt. Das heißt, die Hitze soll punktuell dort ankommen, wo sie gebraucht wird, aber wir brauchen nicht so viel Verzug. Auch hier haben wir etwas weniger Schweißrauchbildung, und die Spritzerbildung dürfte hier auch sich ziemlich im Rahmen halten. Wir probieren das jetzt hier einfach mal aus und verschweißen hier unser Werkstück mit denselben Parametern.
Ein wichtiger Punkt beim Schweißen ist natürlich auch immer das Gefühl, was man beim Schweißen hat. Ich weiß nicht, ob es bei der Kamera oder durch die Kamera gut rübergekommen ist, aber hier war das Geräusch viel satter, viel lauter, viel schneller, würde ich bald behaupten. Und auch der ganze Schweißvorgang war etwas, wie soll ich sagen, das hat sich etwas aggressiver angefühlt. Das war so eine Schilderung des Gefühls. Wir können uns auch mal die Naht an sich anschauen. Ich nehme hier mal kurz die Drahtbürste. Und so seht ihr, die Naht ist auch recht gut geworden. Und auch diese legen wir jetzt hier einfach mal beiseite und schauen sie uns dann zum Schluss im Vergleich mit an. Dann kommen wir zum letzten Kandidat, das wäre das Terral 24-7. Kurz gesagt, das ist einfach mein Favorit für alles, was gut aussehen soll. Das heißt, wenig Rauchgas, wenig Spritzer, perfektes Finish, also der Allrounder für alles. Schauen wir mal, wie dieses Gas sich hier schlägt. So, was kann ich hierzu sagen? Im Großen und Ganzen, vielleicht habt ihr es gehört, hier war die Geräuschbildung deutlich geringer. Das heißt, das hat sich alles viel sanfter beim Schweißen angefühlt. Auch die Spritzerbildung, was ich jetzt durch den Schirm gesehen habe, war deutlich geringer. Wenn wir Spritzer hatten, ihr seht hier vielleicht noch den einen oder anderen, dann haben sich mehr so große Spritzer gebildet. Und ihr seht sie, die sind überhaupt nicht mit der Oberfläche verbunden, lassen sich also hervorragend entfernen. Die Rauchgasentwicklung, ich kann das unter dem Schirm kaum beurteilen, aber war auch recht gering. Und alles in allem war das Schweißverhalten sehr, sehr gut. Also es hat sich sehr gut angefühlt, damit zu arbeiten. Wir können auch hier mal mit der Drahtbürste kurz drüber gehen. Und das wäre dann auch dieses Endergebnis. Und dann kommen wir einfach mal zum Vergleich der 3 Schweißnähte. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Ich habe jetzt hier mal die 3 Schweißnähte liegen und wir schauen sie uns mal im Einzelnen nochmal an. Zum einen hätten wir hier den Kraftprotz, das Alcal Force. Wie ihr seht, diese Naht gefällt mir persönlich mit am besten. Warum ist das so? Klar, das ist auch wirklich für massive Materialien gedacht. Und hier haben wir natürlich das beste Ergebnis. Dementsprechend vom Schweißverhalten her, es war satt, es hat gut eingebrannt und war eigentlich im Großen und Ganzen sofort ohne Probleme ausführbar für mich. Ich habe hier nichts groß rumstellen müssen an meinem Schweißgerät. Ich habe meine Standardwerte verwendet und habe hier sofort ein sehr gutes Ergebnis bei dicken Materialien bekommen. Dann kommen wir zum Alcal Speed. Ich lege den mal direkt daneben. Diese Schweißnaht sieht fast genauso gut aus wie die Schweißnaht vom Alcal Force. Ein bisschen schlechter würde ich sie einstufen. Das kann aber auch ein bisschen an meiner Hand liegen. Ich werde auch etwas älter, vielleicht etwas zittriger. Aber auch diese Naht geht durchaus in Ordnung. Was mir hier aufgefallen ist, das Schweißverhalten war recht aggressiv. Der Ton war sehr laut. Wir hatten nicht mehr ganz so viel Rauchbildung. Aber alles in allem würde ich dieses Gas eher vielleicht für dünnere Materialien einsetzen, um hier dann dementsprechend ein besseres Ergebnis bei dünneren Materialien, auch wenn es auf Speed ankommt, hinzubekommen. Und dann kommen wir zu dem Terral 24-7. Das ist vom Schweißverhalten mein Gewinner, denn hier habe ich wirklich mit das beste Schweißverhalten gehabt. Ich hatte weniger Spritzer und alles in allem hat sich das viel sanfter angefühlt, wenn ich hier meine Schweißnaht hineingelegt habe. Wir müssen aber auch mal die Raupe anschauen. Hier habe ich vielleicht auch ein bisschen langsamer geschweißt. Das lag vielleicht dann dementsprechend auch etwas an dem ruhigeren Ton. Das hat mich vielleicht auch dazu verleitet, etwas zu langsam zu schweißen. Deswegen haben wir hier eine ziemlich überhöhte Raupe, aber im Großen und Ganzen geht das auch soweit in Ordnung. Allerdings, wie gesagt, vom Schweißverhalten hat mir das am besten zugesagt jetzt hier für mein Testprojekt. Nichtsdestotrotz, alle 3 Schweißgase haben sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Und wie gesagt, der Gewinner beim Aussehen ist hier diese Schweißnaht. Das wäre das Alcal Force. Und für mich persönlich am besten verschweißen hat sich das Terral 24-7 lassen. Das ging auch recht gut, hat dann aber natürlich hier bei einer Naht dazu geführt, dass ich vielleicht etwas zu langsam geschweißt
habe. Wie gesagt, das sind meine 3 Schweißexperimente. Ich bin nicht der absolute Schweißprofi. Ich schweiße hobbymäßig. Ich bin gelernter Metallbauer, habe vor vielen Jahren auch meine Schweißerscheine gemacht und dementsprechend geschweißt, bin aber auch schon etwas aus der Übung, muss man fairerweise dazu sagen. Nichtsdestotrotz, mit diesen 3 Schweißgasen habe ich ein sehr gutes Ergebnis hinbekommen. Wenn ihr euch für diese Gase interessiert, schaut nochmal unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch auch nochmal die Seite vom Hersteller Air Liquid. Da könnt ihr euch dann auch nochmal mehr darüber informieren. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren mitgebt, eventuell auch Kritik oder weitere Wünsche zu eventuell weiteren Schweißvideos. Auch könnt ihr meinen Kanal natürlich unterstützen, und zwar auf meiner Kaffeekasse. Diese findet ihr auf meiner Homepage. Dort einfach mal vorbeischauen. Dort könnt ihr meine Projekte unterstützen. So kann ich dann weiter auch solche Videos für euch erstellen und dann dementsprechend das Material dafür auch kaufen. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch und natürlich ein Abo freuen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.